Hallo meine Lieben, heute mal wieder ein kleines Projekt mit dem Osterthema. Ne? Es ist ja schon bald soweit und zwar wollte ich euch zeigen, wie ihr Gläser, Ostergläser machen könnt und da habe ich ein paar ganz coole Kalkfarben bekommen, um die auszuprobieren. Die wollte ich euch unbedingt zeigen und da werden wir ein bisschen mit Schablonieren arbeiten, aber mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. So, meine Lieben, na, was gibt es Schöneres, als bei dem Wetter drinnen zu sein und zu basteln? Ich war ja bei Yasano, das hatte ich euch schon in einem vorgängigen Video erzählt und da habe ich was entdeckt. Und zwar sind das Kalkfarben und die sind von Fleur und die haben eine wunderschöne Palette mit ganz vielen Farben. Geht sogar noch weiter hier. Und in zwei verschiedenen Größen. Ich habe mal die kleinen gekauft, einfach um das Ganze anzugucken. Und dachte mir so, genau das möchte ich heute testen und habe schon mal ein paar Farben bestellt. Und zwar sind das die hier, ne? Und die Namen sind auch immer extrem cool. Das hier heißt Pretty Ballerina Rosa. Ne? Dann haben wir hier ein Lucy in the Sky. Das ist so ein Blau, ein Hellblau. Dann habe ich hier Cape Town Blue. Das ist so ein Mint. Dann habe ich ein Gelb gekauft, das heißt Love in Portofino. Ne? Dann habe ich hier Sunday Morning. Auch ganz cooler Name, das ist so ein Lila. Dann habe ich natürlich Weiß und das heißt Titanium White. Und die habe ich, die durfte ich mir aussuchen, als ich bei Yasano war. Das ist Istanbul Interior. Ist ein bisschen stärkeres, also ist fast so ein bisschen Petrol. Was ich gerne bei solchen Farben mache, ist, dass ich einfach kurz einen Punkt oben auf den Deckel mache, weil dann sehe ich auch, wie die Farbe aussieht, wenn sie getrocknet ist. Erste schwierige Aufgabe für heute. Ich habe 3 Sachen, die ich machen will. Das heißt, ich brauche nur 3 Farben. Und ich würde mal sagen, also Weiß brauche ich sowieso. Das ist für den Deckel und das Motiv. Dann brauche ich 3 Farben. Rosa geht weg. Gut, es werden die 3 sein. Ich nehme Gelb, Lila und das Mintgrün. Mit den 3 Farben werde ich arbeiten. So, erste schwierige Aufgabe erledigt. Was ich machen will mit diesen Farben, ich habe hier so 3 Konservengläser. Da war mal Spaghetti-Soße drin. Und ich dachte, die sind wirklich super geeignet, um damit kleine Osternester aus Glas zu machen. Und warum sind die so gut geeignet? Weil ich einen Teil habe, der sehr gerade ist oder eben ist. Und da kann ich wunderbar mit Schablonen arbeiten. Genau das werde ich nämlich machen. Ich habe eine Schablonierfolie und meine Idee ist es hier, wie quasi ein Sichtfenster zu schaffen. Das heißt, ich werde hier eine Schablone drauf machen, um einen quasi Kreis auszusparen von der Farbe her. Den Rest werde ich einfärben. Deckel werden alle weiß und der Rest eben in den 3 Farben. Je Glas eine Farbe. Und dann will ich das quasi zweistufig machen. Wenn das Ganze dann getrocknet ist, gehe ich nochmal mit einer Schablone drauf, wo ich einen Bunny habe. Und da zeige ich euch gleich das Motiv, wie ich auf die Idee gekommen bin. Es wird ein bisschen kritisch, also ich weiß nicht, ob es wirklich funktioniert, dass die Farbe haften bleibt, wenn ich dann eine Schablone drüber klebe und die wieder abreiße. Wir gucken uns das mal an. Drückt mir die Daumen, dass das wirklich funktioniert. Das heißt, ich bin heute in Testlaune. Ne? Ich bin für das Motiv auf freepik.com gegangen und dachte mir so, ich gucke mal, was es da an Silhouetten, Hasensilhouetten hat. Und da habe ich den gesehen und hatte gleich so ein Bild vor Augen, weil für mich, ich
weiß nicht, ob das für euch auch so ist. Für mich sieht der aus, als ob er da irgendwo reinsteigen würde. Und ich dachte mir, das wäre eigentlich cool, einen Kreis ringsherum eben diese Aussparung zu machen und den dann drüber machen. Das heißt, der Fuß ist eigentlich schon in dieser Ausbuchtung drinne, aber der ist dann über der ersten Farbe drüber. Ne? Deshalb habe ich mir den mal heruntergeladen und in den Cricut Design Space hochgeladen. Und ihr seht jetzt vielleicht so ein bisschen, ich mache da hier kurz eine andere Farbe, damit ihr das Prinzip auch seht. Ich hatte einfach einen Kreis. Ich zeige euch das kurz. Ich hatte hier einfach einen Kreis und das sah dann aber komisch aus, weil der hing mit diesem Fuß einfach so ein bisschen in der Luft. Und deshalb dachte ich mir, dann baue ich hier einfach einen zweiten Kreis ein und das wird dann meine Schablone. Das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr hier einfach einen Kreis einfügt. Dann habe ich, war das bei Bearbeiten, habe ich geguckt, dass die Verknüpfung aufgehoben ist und dann kann ich da wunderbar, wenn ich jetzt den Bunny hier runterziehe, kann ich da sagen, okay, das müsste in etwa hier sein, damit der drauf steht. So seht ihr es vielleicht besser. Der Kreis ist hier einfach unterhalb des Fußes quasi. Und dann habe ich die beiden, nicht den Hasen, den blende ich aus, die beiden habe ich dann markiert und gesagt, Aktivitäten beschneiden. Und dann konnte ich eigentlich alles weglöschen, was ich nicht brauche und habe hier diese Aussparung. Und wenn ich dann nachher den Bunny drauf mache, müssen wir wieder nach vorne holen, dann sieht es dann so aus, als ob der hier drauf stehen würde. Das ist meine Idee. Damit ich das erreiche, brauche ich eben hier diesen Kreis, wo ich die Farbe ausspare, wenn ich die Gläser grundiere. Das heißt, ich brauche das dreimal. Ne? Und dann habe ich den Bunny selber, das heißt, den werde ich in Weiß dann machen. Und damit ich den in Weiß auf das Glas drauf bringe, brauche ich natürlich das Negativ davon. Das heißt, ich habe hier einfach ein Quadrat eingefügt, das in der Größe so ein bisschen verändert. Den Bunny auch wieder den Vordergrund. Dupliziere den kurz, damit ich den nachher noch habe. So. Und den hier einfach so, dass ich überall an den Rändern so ein bisschen Platz habe noch. Dann habe ich die beiden markiert und einfach auch hier wieder gesagt, Aktivitäten beschneiden. Und dann konnte ich ganz einfach den Bunny löschen. Upsi. War falsch, ne? Hier, den löschen. Den löschen. Und jetzt ist der quasi ausgeschnitten. Ne? So einfach kann man das machen. Das brauche ich nicht, das blende ich aus, das brauche ich auch nicht, blende ich aus, den blende ich auch aus und von dem brauche ich logischerweise auch 3, das heißt, ich dupliziere den noch zweimal. So. Und die Größe habe ich natürlich Anfang an geguckt, bei mir ist das Glas, das darf Maximum, mal gucken, was ich da hatte, eine Höhe, es ist hier eine leichte Wölbung bis hier und auch auf der Seite bis hier. Und der Bereich hier sind 7 cm. Das heißt, ich habe geguckt, dass ich mit dem Kreis nicht größer bin als 7 cm. So, und das schneide ich jetzt aus der Schablonierfolie aus. Jetzt kann ich das noch ein bisschen geschickter platzieren. So, und dann weiß ich, ich brauche hier ungefähr 18 cm auf 25 cm, damit ich genug Material habe. Das schneide ich kurz aus und dann plotte ich das auch gleich aus.
Vom Material her wähle ich ein Vinyl aus. Das sollte eigentlich am besten passen. Bevor ich die Kreise ausschneide, mache ich hier nur kurz eine gerade Linie drauf, einfach damit ich nachher das in der richtigen Orientierung auf das Glas drauf bringe. So, Übertragungsfolie brauche ich eigentlich keine, weil es sind so einfache Motive, das funktioniert auch ohne. Jetzt hat das Glas hier so Kanten. Da gucke ich natürlich, dass die nicht gerade da liegen, wo ich das aufbringen will, sondern eher so ein bisschen auf der Seite. Jetzt habe ich eben meine gerade Linie. Da gucke ich jetzt, dass ich das schön gerade auf das Glas aufbringe. So in etwa so müsste das sein. Und da ist es jetzt einfach wichtig, dass die Kanten wirklich schön auf dem Glas haften, damit dann nachher keine Farbe drunter läuft, ne? So, dann sind meine Gläser schon mal vorbereitet. Mein Arbeitsplatz habe ich mir so eingerichtet, dass ich hier Backtrennpapier habe, wo ich die Gläser draufstellen kann. Sobald ich die angemahlen habe, ich habe hier, es geht am einfachsten so mit einem Roller, da habe ich pro Farbe einen Roller. Ich habe kleine Plastiklöffel, um die Farbe rauszunehmen, weil ich mache das ganz einfach hier auf so ein Plastiksheet drauf. Da kann ich dann wunderbar mit dem Roller hin und her fahren und so die Farbe aufnehmen und auf dem Roller verteilen. Und das lässt sich dann auch wieder auswaschen. Ganz einfach. Und so mache ich das jetzt. Fange einfach mit einer Farbe an und male die Gläser kurz an. Wenn ihr euch gefragt habt, warum macht sie das jetzt mit dem Roller? Ich mag das extrem gerne, wenn es diesen so ein bisschen shabby chic Look bekommt, diesen Vintage Look. Das heißt, ich habe nicht eine komplette Deckkraft, sondern es ist so ein bisschen angeraut. Und das funktioniert mit dem Roller eben super, dass ich genau diesen Effekt bekomme. So, jetzt ist meine Farbe getrocknet und jetzt versuche ich hier schon mal die Schablone wieder zu lösen. Und das hat tatsächlich wunderbar geklappt. Ich habe super schöne Kanten. Wenn ihr euch das anguckt, die Kanten wirklich absolut sauber, ne? Und trotzdem lässt sich die Folie extrem gut ablösen. So, dann habe ich hier wunderbar meine Sichtfenster. Ich finde, das sieht richtig cool aus. Und was ich jetzt mache, ist mit der zweiten Schablone hier drauf zu gehen. Auch hier brauche ich natürlich wieder keine Übertragungsfolie, weil das Motiv extrem einfach ist. So, jetzt müssen wir das Ganze noch richtig platzieren. Ich muss doch kurz eine Übertragungsfolie nehmen. Das will nicht ganz so funktionieren, wie ich das gerne hätte. Machen wir es mit Übertragungsfolie. Weil ich versuche mir die ganze Zeit
so ein bisschen auszuweichen oder er verbiegt sich so ein bisschen. Das funktioniert nicht so gut. Von dem her mache ich das jetzt mit Folie. So, ganz im Sinne von was nicht passt, wird passend gemacht, habe ich jetzt das Ganze ringsherum noch ein bisschen abgeschnitten, weil da ist so ein bisschen zu viel Material vorhanden und durch diese Wölbung hier unten beim Glas lässt sich das nicht so gut auftragen, aber ich glaube so jetzt, wenn wir weniger Material haben, funktioniert das eigentlich relativ gut. Ich kurz die Übertragungsfolie wieder ablösen. Jetzt muss ich einfach überall den Kanten entlang gucken, dass das wirklich schön sitzt. Das heißt, überall da, wo ich Farbe drauf geben will. Der Rest ist eigentlich egal. So, und da gehe ich jetzt schon mal mit dem Tupfer mit der weißen Farbe drauf. Und hier muss ich jetzt halt einfach vorsichtig arbeiten, dass ich wirklich nirgendwo außerhalb der Folie lande. Und mit so einem kleinen Tupfer kriegt ihr das eigentlich relativ gut hin. Dann lasse ich die erste Schicht schon mal trocknen und gehe zum nächsten Glas. So, jetzt versuchen wir das Ganze mal zu lösen. Und das setze ich jetzt natürlich nicht da an, wo die lila Farbe ist, die mintgrüne Farbe ist, sondern so ein bisschen auf dem Glas. Ziehe das vorsichtig runter. Ja, das hat nicht ganz so funktioniert. Ich habe es zu lange trocknen lassen. Da muss ich mit dem Pinsel noch ein bisschen nachhelfen. Ich hoffe, das funktioniert hier besser. Es hat ein bisschen besser funktioniert, aber es ist immer ein bisschen schwierig. Das Thema ist, ihr seht jetzt hier den Strich, der hier drüber ist. Und das ist ganz einfach die Folie, weil ich habe gemerkt, wenn ich sie also nahe der Kante abziehe, dass die Kanten schöner werden. Aber ihr habt natürlich Gefahr, dass hier Spuren hinterlässt. Das war eigentlich das beste Resultat hier. Aber ich werde das Ganze jetzt noch so ein bisschen mit einem kleinen Pinsel auskorrigieren, damit dass ich da wirklich ein schönes Resultat habe. Mal gucken, wie gut ich den hier retten kann. Ne? Der war dann eher nicht so ganz so, wie ich das haben wollte. Aber ich arbeite das jetzt mit einem ganz feinen Pinsel noch ein bisschen nach. So, 2 konnte ich retten, einen eher nicht. Der hier sieht schon mal sehr cool aus. Na, das hat funktioniert. Der mit dem Lila, auch den konnte ich noch retten. Was aber nicht wirklich funktioniert hat, war der wirklich ganz chaotisch war oder wo ich sehr viel vom Rand sich da gelöst hatte. Das hat nicht wirklich funktioniert. Von dem her mache ich das hier ein bisschen anders. Und zwar habe ich ein weißes, mattes Vinyl. Kurz das genau gleiche, weil ich hatte den Hasen ja noch. Ne? Den habe ich ganz einfach kurz ausgeschnitten oder ausgeplottet. Und jetzt übertrage ich den auf das Glas. Ja, natürlich gucken, dass ich hier unten den Fuß einerseits treffe. Plus dann auch hier, wo er auf den Hügel quasi drauf ging.
Funktioniert tatsächlich super gut. Diese Kombi, also ihr könnt euch auch überlegen, ob ihr das eine mit der Farbe macht, nämlich das hier außen schabloniert und dann hier ganz einfach mit einer weißen matten Vinylfarbe den Hasen drauf macht. Sieht eigentlich auch ganz cool aus und so habt ihr natürlich immer schöne Kanten. Ne? Das ist so ein bisschen die einfachere Variante von beiden. Nur zum Vergleich, ne? Wie das hier aussieht. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Ich glaube, das nächste Mal, die nächsten, die ich mache, mache ich tatsächlich so, weil es ist wirklich wesentlich einfacher. Na, hier mit der Kante hat das wunderbar funktioniert, aber der Hase, da war es dann nicht so gut und mit dieser matten weißen Vinylfolie sieht es auch wirklich super aus. Ne? Hier als Tipp. Könnt ihr von meinen Strapazen lernen, ne? Dass ihr bei großen Motiven mit der Schablone funktioniert das wirklich einwandfrei, super Kanten. Bei den kleineren Sachen hat es nicht so super funktioniert jetzt bei mir. So, wir sind schon fast auf der Zielgeraden. Was ich jetzt noch machen will, ist hier oben einen Garn drum machen. Einfach als schönen Abschluss hier oben. Da wickle ich das einfach ein paar Mal ringsherum. Und dann mache ich das hier eher seitlich. Einen kleinen Knoten und dann eine Schlaufe. So, dass ich hier noch so einen schönen Abschluss habe. Das mache ich auch noch kurz bei allen Gläsern. Und dann kommt natürlich noch der Deckel oben drauf. Der müsste mittlerweile auch trocken sein. Jawohl, ist er. So, und jetzt zeige ich euch das ganze Ergebnis. Ne? Wir hatten einmal den Deckel, den habe ich eben mit diesem Titanic White gemacht. Und ich finde wirklich, die Deckkraft von der Farbe ist Hammer. A, finde ich das Finish extrem cool, weil es eben matt ist durch die Kreidefarbe, aber auch die Deckkraft. Ne? Ihr erinnert euch, das war ein blauer Deckel mit einem roten Schriftzug drauf mit einem Markennamen. Ne? Also das hat es wirklich super abgedeckt. Dann haben wir hier die erste Dose oder das erste Glas mit Love in Portofino, das Gelb. Ne? Und da habe ich den Hasen eben auch so gemacht, dass ich den mit der Schablone und dem Weiß, mit der weißen Farbe gemacht habe. Hat relativ gut funktioniert. Aber die Kanten hier, ne, also die waren wirklich super. Ich glaube, mein Fehler war, weil hier außen, da bin ich nur zweimal drüber von der Farbe. Hier wollte ich eine extrem gute Deckkraft haben, dass das wirklich heraussticht und bin da 3-4 Mal drüber und das war sehr wahrscheinlich einfach ein bisschen zu viel. Deshalb sind mir teilweise die Kanten gerissen. Ich glaube, das war wirklich mein Fehler. Dann mit dem Sunday Morning, diesem Lila, haben wir dieses Glas hier. Auch da mit der Kalkfarbe. Auch hier die Kanten super. Hier drin war es ein bisschen problematisch. Auch da musste ich mit einem feinen Pinsel ein bisschen korrigieren. Und das letzte war dann noch das Cape Town Blue. Das war das hier. Auch super schöne Farbe, eine richtig schöne Osterfarbe. Und hier habe ich dann eben, weil es wirklich nicht funktioniert hat mit der Schablone, habe ich dann das mit einem weißen Vinyl-Sticker gemacht, was auch super aussieht. Also wenn ich euch eine Empfehlung abgeben könnte, wenn ihr nicht so geduldig seid, macht
ich will außen wirklich mit dieser Kalkfarbe, finde ich super, auch mit diesem shabby Look, weil es nicht eine volle Deckkraft hat, teilweise schon, aber es hat eben überall so Stellen, wo ich durch den Roller quasi die Farbe wieder so ein bisschen weggenommen habe. Finde ich super, aber hier innen drinne mit dem Motiv, mit dem Weiß, wo ich wirklich eine satte Farbe haben wollte, hat es nicht so gut funktioniert. Da macht ihr euch das Leben einfacher, wenn ihr wirklich mit dem Vinyl-Sticker arbeitet. Ne? Aber ich finde die Kombi Hammer. Der weiße Deckel, der weiße quasi Hase hier und ringsherum die schönen Farben. Also ich würde sagen, definitiv ein Erfolg und das ist auch kein Problem, wenn ihr mal mit der Farbe aufs Glas kommt, wo ihr keine Farbe haben wollt. Ne, bei dem hier, wo ich die Farbe wegmachen musste, habe ich ganz einfach mein Entgitterungstool genommen und bin mit der geraden Kante entlang vom Glas gegangen. Und so kann ich wunderbar auch kleine Sachen dann wieder wegschaben. Also das geht mit dieser Kalkfarbe halt einfach auch super gut. Aber das war das, was ich euch heute zeigen wollte, nämlich wie ihr ein ganz gewöhnliches Glas, Konservenglas, hier war es jetzt eben von einer Tomatensoße, Spaghetti-Soße, wie ihr das quasi upcyclen könnt, indem ihr ein bisschen Kalkfarbe nehmt, je nachdem eben Vinylsticker, ein bisschen Jutegarn und schon habt ihr eine ganz coole Dose, wo ihr dann die Ostereier reinpacken könnt und die sieht man dann halt hier schön durch das Glas hindurch. Ich habe da auch gleich schon ein paar Ostereier reingepackt, damit ihr seht, wie cool das aussieht. Ne? Da habt ihr wunderbar, seht ihr da die ganzen Ostereier, die da drin sind. Natürlich könnt ihr das farblich noch anpassen oder abstimmen, ne, dass das dann auch passt. So, und das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, das auch nachzubasteln. Ich kann es wirklich empfehlen. Ich finde das wirklich eine absolut klasse Sache. Da freue ich mich auch schon, die zu verschenken. Und eben, ich hoffe, euch hat es gefallen, euch hat es geholfen und natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!